Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wie quilten wir als Anfänger Blätter so, dass es aussieht, als wären wir die totalen Profis und hätten unser Leben lang noch nichts anderes gemacht? Darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Einen ganz herzlichen Dank an die Kanalmitglieder für eure finanzielle Unterstützung. Dankeschön! Unter diesem Video findet ihr diese Übungsdatei, die könnt ihr euch herunterladen. Und wie wir zu dieser Übungsdatei kommen, das seht ihr in diesem Video. Also gehen wir direkt zur Nähmaschine. Unser Blatt startet aus einem Stiel in 2 Schwüngen und es endet wieder an dem Stiel. Wenn wir das auf unserem Stoff umsetzen, haben wir schon eine Blattform gezeichnet. Ein paar Dinge müssen wir aber beachten. Wir starten von dem Stielpunkt aus, wandern hoch zur Spitze und wandern wieder zurück zum Stiel. Wenn wir das Ganze aus einem Guss fließend arbeiten, haben wir keinen Ansatzpunkt und dieser fehlende Ansatzpunkt lässt unser Blatt dann nicht mehr wie ein Blatt wirken. Wenn ihr euch nicht direkt traut, auf Stoff zu quilten, dann nehmt einfach diese heruntergeladene Datei, nehmt den Faden aus eurer Maschine heraus, den Ober- und Unterfaden, nehmt eine alte Nadel und übt einfach an dieser Datei. Fahrt diese unterschiedlichen Blätter immer wieder nach, bis sie ein Gespür für die Form bekommt. Das ist viel einfacher, als ihr denkt. Aus diesem Ansatzpunkt ziehen wir eine weitere Linie und aus dieser Mittellinie, aus unserer Blattachse, verteilen wir unsere einzelnen Blattadern. Im Idealfall lassen wir unsere Nadel immer über die gleiche Linie laufen. Es wird auf jeden Fall gut aussehen. Jetzt ist es gar nicht so einfach, immer genau den Punkt zu treffen. Das würde dann so aussehen. Wir fahren über die Blattachse hoch und jede Seitenlinie fahren wir einmal hin und wieder zurück, bis wir auf der einen Seite unten sind. Wir fahren erneut hoch und wir fahren auf der zweiten Seite wieder vor und zurück. Von diesem Punkt aus wandern wir in kleine Blätter. Die brauchen gar nicht so genau sein, die helfen uns nur, wieder Raum zum nächsten Blatt zu finden. Und unser nächstes Blatt kann dann schon wieder ganz anders aussehen, denn es ist wirklich schwierig, als Anfänger immer wieder die gleiche Linie zu treffen. Das Schöne daran ist, das muss man gar nicht. Unsere Blätter werden spannender aussehen, wenn wir ein bisschen lebendiger arbeiten, wenn wir das Ganze nicht so ernst nehmen. Wenn wir von unserer Blattachse zur Seite wandern und wir lassen einfach immer Zwischenräume, ob nur am Ende oder komplett, dann erhalten wir ein ganz neues und sehr lebendiges Bild. Und das tut unserem Blattmuster ganz gut. Also lasst eure Nadel einfach frei wandern. Nehmt das Ganze nicht ernst, seht das nicht eng, sondern seht einfach, was euch euer Motiv gibt. Ein gutes Anfängerfüßchen, das ihr bei den ersten Malen beim Quilten nutzen könnt, ist euer Stopffüßchen. Das ist das Stopffüßchen von meiner alten Pfaff, mit der ich gerade arbeite. Bei den meisten anderen Maschinen sehen Stopffüßchen eher so aus. Stopffüßchen haben eine Feder und über diese Feder findet eure Maschine automatisch den richtigen Druck, mit dem ihr auf eurem Stoff arbeiten könnt. Ihr habt also schon ein Problem weniger, also nutzt einfach euer Stopffüßchen. Eine gute Idee ist, mit der gleichen Farbe zu quilten, die ihr auch als Untergrund habt. Das habe ich hier gemacht. Damit ihr das Ganze aber gut sehen könnt, habe ich bei dem Video einen sehr starken Kontrast eingestellt. Dadurch haben wir Fehlfarben. Am Ende werdet ihr sehen, wie das Motiv tatsächlich aussieht. Unser Blatt muss auch gar nicht immer gleichförmig sein. Am Anfang ist es schwierig, 2 halbwegs gleiche Linien hinzubekommen. Unser Blatt kann eine komplett verzogene Hälfte haben. Dadurch, dass wir die Mittelachse einsetzen, erhalten wir erneut eine Blattform. Und wir quilten eine breite und eine schmale Seite. Und schon haben wir ein Blatt, das einfach nur ein bisschen gewellt aussieht. Und wenn wir das auf unserem Quilt umsetzen, dann sieht die Grundform sehr schief aus. Aber sobald wir die Blattachse eingearbeitet haben, sieht man von dem schiefen Motiv gar nichts mehr und wir haben eindeutig ein interessant geformtes Blatt.
Und auch hier können wir unsere Linien treffen oder aber nicht. Und so können wir ganz locker einfach vertrauen, dass jede dieser Formen ein Blatt ergibt. Denkt an den Ansatzpunkt und denkt an die Blattachse. Alles Weitere ergibt sich von selbst. Ich finde die Fehler in meinen Patches nicht wieder. Ich muss schon sehr genau hinschauen. Man nimmt am Ende wirklich nur noch eine Textur wahr. Und je freier ihr quiltet, je flüssiger eure Linien laufen, je schöner wird euer Motiv. Ihr braucht euch nicht zu sehr an dieser Idee Blatt festbeißen. Die flüssige Linie, die wird wahrgenommen, viel mehr als jedes einzelne Blatt. Und am Ende habt ihr ein Motiv, das in der gleichen Farbe gequiltet eine sehr spannende Textur in euren Stoff zaubert. Und Dinge, die ihr vielleicht als Fehler wahrnehmt, die findet man gar nicht wieder. Ich habe eine Menge Fehler eingebaut. Könnt ihr sie finden? Jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen beim Quilten von Blättern. Probiert es einfach mal an einem Sommerregentag aus. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!